Ansonsten habe ich das Gefühl, dass ich einfach nichts gemacht habe in dieser Folge. Stardew Valley, Stardew Valley, Stardew Valley, Stardew Valley, Butch-Bop, 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 Stardew Valley, Stardew Valley. Oh yeah. Hallo und herzlich willkommen zurück zu Butch-Bop 42, haben im selben Bett geschlafen und spielen Stardew Valley. Mein Name ist Butch. Und ich bin Bob. Und wir spielen Stardew Valley und wenn euch das gefällt, lasst gerne ein Like da, lasst ein Abo da und aktiviert die Glocke, sodass wir uns auch in allen anderen Folgen hier auf diesem Kanal wiedersehen werden. Ich gehe erstmal zu meiner Frau. Ja, da gehe ich auch gleich noch hin. Bei mir stand eben im TV beim Wahrsager, dass die Geister heute sehr glücklich sind. Okay, ich gucke auch gleich noch. Oh, geil. So, wo kommt das ganze Geld her? Dankbarkeit. Louis hat mir eben Geld gegeben, Geld geschenkt. Ein wenig extra Glück werde ich heute haben. Aber wenn wir zusammen gehen, ist ja okay. Perfekt. Perfekt. Ja, So, dann ballern wir uns noch. drin? Müssen wir natürlich was zu essen mitnehmen. Na? Essen habe ich tatsächlich. Ich habe ja auch noch. Am besten Gelee irgendwas, muss was ich verkaufen, vielleicht ne? Noch, ja. Zwischen. Okay. Nicht irgendwas, was das Glück noch ein bisschen erhöht? Hier. Würziger Aal. Das baller ich mir rein. Sag mal, dieses normale Brombeergelee einfach verkaufen, ja? Ja. Gut. Nehme ich Dann noch mach ein ich bisschen das. Sashimi mit, nehme ich noch mit. Was hieß denn normales? Ja. Gut, weil ja, eigentlich ist das gar nicht so schlecht. So. Wir brauchen unbedingt so ein Wüstentotem. So ein Teleport-Totem. Ja. Eigentlich schon. Also, eigentlich brauchen wir den Obelisk am besten. Und der kostet beim Magier irgendwie, keine Ahnung, 2 Millionen oder so. Oh, das ist ein bisschen viel. Ja, So, ich habe Aber- zu essen mit. der ist, der wäre definitiv eine Erleichterung. Ich habe noch ein bisschen Blödsinn dabei, den ich noch loswerden Ja, möchte. Angel Ich nehme auch schnell kannst die du Pilze mit. wegpacken, Sense kannst du wegpacken, Axt kannst du auch wegpacken, Mhm. Hacke würde ich auch wegpacken, nur die Spitzhacke drin lassen. Ja. Also eigentlich braucht man nur Spitzhacke und Schwert von den Werkzeugen. Und dann Ja. halt Essen und falls du hast, eine Hasenpfote. So für ein bisschen mehr Glück. Ja, die habe ich ja schon dabei. Ansonsten. So, jetzt guck ich noch. Ach, der alles so ein Blödsinnzeug. Eigentlich Wir gehört das müssen, gar wir, nicht müssen hier. langsam zur Bushaltestelle. Oder? Ja, ich noch komm Pam. sofort. Ich glaube, ab um 10 steht Pam immer da. Die kann weg. Die kann Den weg. Mais Okay. ernten. Okay, ich bin. I'm ready. So. Aber Hasenpfote habe ich doch immer dabei, oder nicht? Also ich habe die bei mir auf jeden Fall immer dabei. Hey, wo habe ich denn die? So, los, sie ist da. Komm. Ja, ich komm schon. Aber wir schaffen es noch. Alles gut. Ja, easy peasy. Easy peasy, lemon squeezy. Boom. Perfekt. Geil. Bob. So mag ich das. Bob, Ja, achso, Themen. Themen. was hast du bereits verlernt? Verlernt. Wenn ich Etwas, das, was du mal konntest? aber wenn ich das wüsste, dann hätte ich es doch nicht verlernt, oder? Nein, aber wie eine Fähigkeit zum Beispiel. Boah. Achso, kannst du deinen Dingens auf. Nee, kümmere dich mal nicht um die Fässer, die lassen wir mal links liegen. Wir müssen jetzt alles ballern, was Treppe gibt. Also Ach so, okay. Monster und Steine. Der Rest ist erstmal Ja. vollkommen egal. Alles klar. Oh. Was habe ich verlernt? Wie zum Das sind Beispiel halt immer so. Ja, gib mal ein Beispiel. das wär Französisch. gut. Ja gut, da habe ich natürlich Oder du viele hast Vokabeln verlernt zu nähen. Ja, oh, jetzt. Nö, nähen kann ich. Also, naja, was heißt kann ich? Ich gucke halt, wenn ich so einen Knopf annähe, also ich weiß schon prinzipiell, wie es funktioniert, gucke mir aber Ja. dann doch manchmal noch einfach ein Video an, um halt sicher zu gehen, dass ich halt keinen Fehler mache. Also, weil ich das jetzt auch nicht jeden zweiten Tag irgendwie mache. Oh, Leiter, sehr gut. Ich habe Ja. Knopf anlehnen total verlernt, weil ich es einfach nie wieder gemacht habe. Ich dachte damals, als ich es in der Grundschule gelernt habe, dass ich das jetzt für immer kann, weil das ist ja so simpel. Aber ich kann es nicht. Ich könnte es einfach nicht mehr.
Es gibt wirklich so ein paar, zum Beispiel auch Sprachen verlernt man ja auch, wenn man es lange nicht gemacht hat. Definitiv. Oder wenn man es halt nie richtig Leiter? gemacht hat. Wie zum Beispiel Französisch. Also Französisch, Leiter? ich bin da, ja. Oh, jetzt geht's aber wirklich gut ab. Ja, heute ist ein guter Tag. Gerade wenn man es nicht anwendet, verlernt man es halt wirklich, ne? Weil du brauchst es halt einfach nicht. Ja, das ist halt... Oder Gedichte. Ja, sowas. Keine Ahnung, wie ich in Minecraft die automatische Angelfarm baue. Hier, Weiß ich. Schacht. Ah ja, okay. Oh, und hier eine Leiter, aber wir nehmen natürlich den Schacht. Und hier ist noch eine Leiter. Ah. Ja, das ist halt super schwierig zu beantworten, weil es gibt halt sau vieles, was man verlernt, beziehungsweise was man dann halt einfach nur vergisst. Aber jetzt so prinzipiell weiß man es halt schon noch, wenn man dran erinnert wird. Weiß ich nicht. Schwierig. Ein Pfefferrex. Au. Scheiße, ich muss Bam, aufpassen. Junge, bam. Autsch. Bam. Oh. Ja. Ich muss echt aufpassen, dass ich hier nicht sterbe, ne? Ich habe da ja ein Talent für. Essen, immer essen. Ja. Und hier richtig Richtung Tonikum, gucken. Alter, gab's das eben. Ja. Ich muss jetzt aber auch schnell mal was futtern hier. Hast du das Tonikum aufgenommen oder ich? Ich hab's bloß droppen sehen. Ich weiß nicht, ob ich es aufgenommen habe. Ich kann aber gleich nochmal nachgucken. Ich Nee, hab's. du hast es aufgenommen. 2 sogar. Ja, geil. Möchtest du eins haben? Nö, erstmal noch nicht. Ich habe noch ein bisschen Algensuppe und Sashimi. Ich bringe Ich habe einfach eine Bombe, Dinos um, ich hab ey. eine Bombe bekommen. So. Oh ja, können wir gleich an der Mumie ausprobieren, die Bombe. Oh ja. So, geh mal da weg. Und Kohle. Nein, jetzt kommt die Bombe. Boom, Junge, so ein Feuerball. Oh, guck mal hier, Schacht. Geil. Hier ist ja was los. Hep. Nochmal 3 Ebene 8. Ebenen. Ebene 18 reicht halt wahrscheinlich nicht bis 100. Obwohl, nee, du musst bis 25? Oder musst du jetzt auch Ne, bis 25 habe ich schon. Achso. Glaube ich. Mann, dieser Geist. Muss ich nochmal nachgucken. Aber wir haben auf jeden Fall die 3 Omnigeon für die Störe auch dabei. Ja. Die auf jeden Fall. Hm. Ich habe auch eine Bombe. Cool. Ja, geil. Dann macht die Mumie kaputt. Ich will die Mumie nicht kaputt machen. Aber anders kriegt man sie nicht kaputt. Das stimmt. Na, warte. Oder macht da unten die Mumie kaputt, weil dann kannst du gleich mal ein paar Steine sprengen. Ah. Oh, shit. Komm, bam, Junge, komm. Bam. Geil, siehste, Leiter. Ach. Hervorragend. Hä, die muss ja tot Hast du sein vorher. Hast du die vorher nicht geschlagen? Nee, die war hinter den Steinen. Achso, ungünstig. Und ich dachte, ich schlag da 2 Fliegen mit einer Klappe. Aber nichts da. Oh, so. Mann ey, muss mich echt konzentrieren hier. Das ist Ja, ich ganz schön, auch. ganz schön schwierig. Themen sind gerade noch nicht. Themen sind gerade so nicht, ne? Das kommt man gerade nicht ran. Wo ich noch eins hätte. Erzähl mal. Aber das, und zwar Hier, Leiter. ist mir aufgefallen, gerade in der Pandemie, Ja. dass Leute angefangen haben, Brot zu Hause zu backen. Ja. Und das Kann ist ich ja auch nicht ganz cool. nachvollziehen. Das ist ja ganz cool. So, sollen sie Weiter. machen. Hier Schacht. Oh, Schacht. Schacht ist besser. Aber die haben angefangen, dass, als wäre es irgendwas unglaublich Großartiges, Besonderes, Hier, Leiter. dass die Brot backen können. Noch Weißt eine du, Leiter? dann wird das auf Social Media gezeigt und hey, heute habe ich dieses Brot gebacken, heute habe ich das Brot gebacken, so und einfach Ja, so random, nicht mehr irgendwelche Hey, heute habe ich mir Jetzt die Hände mal- gewaschen. Hey, heute ja, habe ich so nach geatmet. Leiter. Hey, heute habe ich, ach, keine Ahnung. Ja, Und ich denke mir lächerlich. so, wollt ihr jetzt echt Applaus für das für für das Basic älteste, Stuff? für das Weil- älteste Rezept der Welt. Ja, weil es ist wirklich, klar, ist schön so, Leiter? aber wenn du es einfach nur so postest, weißt du, weil du irgendwie deiner Familie oder sowas zeigen willst oder einfach nur Ja. so, hey, ich bin stolz irgendwie, was ich hier gemacht habe, aber das ist es ja nicht, sondern es wird ja meistens verkauft als was wirklich, als so ein richtiger Lebensstil Held. gleich, wo ich mir denke, ey, Alter, es ist einfach nur Brot.
Ja. ist nichts anderes als Brot. Leiter? Sowas, keine Ahnung, wie oft ich in meinem Leben schon Brot gebacken habe. Kann mich nicht erinnern, das einmal gepostet zu haben. Ja, das ist halt das, was wir ja schon öfter gesagt haben. Man sollte vielleicht überlegen, muss ich das gerade wirklich mit der Welt teilen, was ich da mit der vor Welt allem, teilen will? was erwarte ich davon? Was erwarte ich davon? Oh, Leiter hier links. Hast du deinen Komme. Bildschirm nicht auf groß gestellt hier, so weit rauszoomen? Nö. Die hättest du sehen müssen. Iridiumerz, ganz viel. Ja, Leiter, ganz viel. Noch eine Leiter. Geht richtig ab hier. Ja, jetzt geht's aber abwärts. Leiter. Sheesh. Bin schon da. Ja, nee, Brotbacken, ja, keine Ahnung. Wir hatten irgendwie, also weiß ich nicht, meine Familie hatte auch mal so eine Phase, weiß ich, in den 90ern oder so. Leiter. Brotbackautomat und geil und Brot selber backen und so. Also es war auch cool, aber ja gut, war halt Brot. Also, Ja, es ist halt weiß ich Brot. nicht. Und es gibt viele coole Arten von Brot. So, ich sag ja da nichts dagegen, sondern die Leute sollen bitte Brot backen. So ganz viel, weil Brot ist total cool. Ja. Aber da nicht irgendwie was draus machen, als wäre das jetzt so ein unglaublich toller, so eine Leistung. Weißt du? Ja. Ja, Das finde ich ist, auch ein was mich bisschen stört. weird. Ich muss was essen. Dann isst mal was. Hier ist ein Tunnel, Schacht, meine ich. Achso, ja geil. Dann esse ich vorher auch noch was. So, die Mumie kommt. Ah, nein, ich will da rein. Nochmal 3 Ebenen. Wo sind wir denn jetzt eigentlich gerade? 41. Ja, aber es reicht, glaube ich, nicht. Nee, das reicht nie. Aber denk dran, in Ohnmacht fallen, ne? Ja, Weil dann können wir die Zeit länger nutzen. Hier, Leiter. ja, wir nutzen die Zeit. Oh nee, jetzt kommt so eine Spiralebene. Ah, Leiter. Perfekt, Alter. Da hat sich das Glück gelohnt. Endlich mal hier Iridiumerz. Geil. Leiter. Und noch mehr Iridium. Geil. Nee, Leiter. Komm, Leiter. Iridium. Nee, du hast die Iridium. Quest hier, da nochmal Leiter direkt. Ja, aber Iridium. Nee, die Quest ist erstmal wichtiger. Ist die so wichtig? Weil da gibt's eine geile Belohnung. Okay, ich muss erstmal schnell was essen. Oh, Alter. Vielleicht sollte ich alleine auf die Ebenen gehen. Ah, kannst du ihn doch nicht zu mir schicken. Wollte ich doch gar nicht. Während ich esse? So, ich Okay. kämpf nicht, ich esse gerade. Ja, nee, aber dieses irgendwelchen Shit posten und dann irgendwie dafür gefeiert werden wollen. Oder vielleicht Ja. wollen sie ja nicht mal dafür gefeiert werden, aber trotzdem, wie du Aber halt meinst. warum es posten ist halt, sie es dann? Ja, es ist, ja, keine Ahnung. Vor allem, Ähm. die Art der Präsentation zeigt ja auch schon, dass die... Es sind ja auch nicht alle so, aber sehr viele so. Ja. Uff. Ach, naja. alle nervig. Die Leute sind alle komisch. Ja. Wir stellen es immer Social wieder Media, fest. Social Media macht die Menschen komisch. Ja. Die können damit nicht umgehen. Ey, krass, Alter. Wir Wir haben's wahrscheinlich nur auf auch nicht. Level, Ich weiß wir gar nicht, haben's ob nur auf wir Level irgendwie so gut damit 48 umgehen. geschafft. Bitte? Wir haben es bisher nur auf Level 48 geschafft. Leider. Das ist irgendwie... Auf Level 49 haben wir es nur geschafft. Komm, 50 will ich noch. Naja, nützt uns halt auch nicht so viel. 100. Das ist noch 100 Iridium. ist das hier Leiter. Leider. Oh, lass mich mal danach eine Theorie austesten. Oh, Lass mich mal die okay. nächste Leiter, die wir finden, gehe ich zuerst runter und klopfe ein paar Steine. Und ich will mal gucken, ob das Spiel sich nach meinem Glück dann richtet. Ah, Ich weil habe es ja, ich dein... hab ja, ich ja. hab ja ein bisschen mehr Glück als du heute, laut Wahrsager-Dingens. Ob das dann quasi gewichtiger ist. Hier, Leiter. natürlich sein. Ich gehe jetzt mal runter. So. 1 Stein, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okay, wahrscheinlich nicht dann. Nee. Irgendwie wahrscheinlich nicht. Na, guck mal, 51 haben wir doch geschafft. Naja, gut, aber Leiter. 100 war das Ziel. Also jetzt bräuchten wir so einen Schacht, der uns einfach 48 50 Ebenen Ebenen runter katapultiert. Stimmt, wir müssen ja schon auf Ebene gar keinen 100 kommen. Schaden. Und weg. Wir müssten ja schon auf Ebene 100 kommen, ne? ja, Direkt, ja. um die Quest zu machen, oder?
Ja. Was ist, wenn wir bei einer Dings auf 101 landen? Nee, man landet automatisch auf 100. Okay. Das wäre ja nämlich echt doof. Gleich gucken, ob wir nochmal Glück haben. Ach. Die Geister sind heute etwas genervt. Na gut, das wird dann bei mir auf jeden Fall nix. Ja. Sind genervt. Aber hey, 14 Omnigeonen. Hast du Bock zu Clint zu gehen? Ja, wir haben, gib her. Ich mach. Ich pack sie mal hier direkt rein. Honig. Haben wir noch irgendwas fürs Museum? Wahrscheinlich nicht. Aber ein bisschen Zeug zum Verkaufen. Einiges Zeug jetzt irgendwie gesammelt. Ja. Das lässt sich schon sehen. Mhm. Für die Störer. Ach, siehst du, 3 Omnigeonen für die Störer. 1, 2, 3. Nice. So, wo ist Penny? liebe Da ist Störer, Penny. Da habt ihr eure Omnigeonen. Steht neben dem Mülleimer. Omnigeode sorgt dafür, dass wir uns wie zu Hause fühlen. Alles klar. Jetzt kann ich sie nicht küssen, weil sie zwischen Mülleimer und Dings steht. Der Müll trennt euch. Die sogenannte Mülltrennung. Ja. Finde ich nicht okay. Sowas ist eigentlich im Reifenfass. Was ist denn mit den Fässern hier? Nischt. Haben wir eigentlich Iridium? Ich habe 2 Iridium-Erz bekommen. Ich habe 18. Das ist ja immerhin. Ich glaube, ich gehe heute nochmal. Hab jetzt Bock, hier Iridium zu farmen. Achso, ist das hier vielleicht noch fürs... Ich habe ein bisschen Iridium angepflanzt. Ist sogar noch ein Artefakt. Diese eine Rippe oder was das ist. Das ist, glaube ich, das Mittelteil von diesem Faultier-Skelett wird das dann. Ich habe noch ein prähistorisches Schienbein, aber das hatten wir auch schon. Rückenwirbel hatten wir auch schon. Nee, hatten wir sonst alles schon. Ich habe auch noch 4 Omnigeoden. Noch was für Abigail. Ja, geil. Ach, weißt du, was wir wieder vergessen haben? Gestern war Freitag. Was denn? Grobus. Sprinkler. Es war Dragonfighter Freitag. Irgendwann kriegen wir es mal hin. Mal wieder. Einmal haben wir es doch schon geschafft. Wir haben es ja schon mal auch nicht schlecht. So schlecht ist es doch nicht. Ach, siehst du, da hat mein ganzes Zeug ja gar nicht dabei. So, was kann noch dahin? So viele Früchte. Die Geode nehme ich noch mit. Hast du schon die Dings reingeworfen? Ja, ne? Was sind die Dings reingeworfen? Ja, bei den Stören. Achso, ja, das habe ich gemacht. Gut, dann gehe ich jetzt zu Clint. Ich hoffe, der ist da. Nicht, dass ich da jetzt umsonst hinlaufe. Und du wolltest doch mal in die Schädelmine, oder was? Ja, ich glaube, ich gehe nochmal. Auch wenn die Geister jetzt genervt sind, ist mir egal. Bob ist mutig. Bob macht's trotzdem. Ja, wir brauchen halt das Iridium, ne? Ja, nee, ist ja richtig. Ich will das haben. Und Omnigeon ist ja jetzt auch nicht unbedingt verkehrt. Ja. So viel anderen Scheiß haben wir jetzt nicht zu tun, außer halt so mit den Leuten anfreunden, aber will ich das denn? Ist da halt so die Frage, ne? Ich meine, ich habe Abigail. Du und Penny, ihr seid auch hier. Juanita ist auch da. Mehr brauche ich nicht. So, noch 6. Willi, der Bürgermeister ist hier bei Clint. Was macht der hier? Ja, Steuern eintreiben. Das kann sein. Oh, einmal Iridiumerz kam raus. Sehr gut. Ja, echt gut. Und nochmal 6-mal Iridiumerz. Oh, ich bin schon wieder viel zu spät dran. Stimmt, er geht wirklich die Steuern eintreiben. Ja, habe ich doch gesagt. Ich dachte, das war ein Scherz. Nein. Das erinnert mich so ein bisschen an, hast du den Zeichentrickfilm Robin Hood damals gesehen von Disney? Oh, ich erinnere mich dunkel dran. Da geht nämlich auch der Sheriff von Nottingham. Der Sheriff von Nottingham geht dann nämlich auch da so rum und treibt dann die Steuern ein von den Leuten. Das ist voll gemein, weil der einfach... Weil der eine hat zum Beispiel ein gebrochenes Bein und versteckt das Geld dann in seinem Gips. Und dann kommt der an und haut halt so auf den Gips drauf, dass
dass das Geld da rauskommt. Oder bei dem jungen Hasen, der irgendwie Geburtstag hat und der kriegt einen ganzen Penny. Und dann kommt der Chef von Nottingham und nimmt ihn den Penny weg. Ja, wie würdest du dich fühlen, wenn man dir deine Penny wegnimmt? Es ist so witzig. Ey, ist richtig schlimm. Eine Kaktusfrucht möchte Emily. Haben wir, Ist machbar. Weiß gar nicht, ob wir die haben. Kannst du Kaktusfrüchte mitbringen? Ich weiß nicht, ob wir noch welche haben. Ich bin am Strand. Ach so. Wolltest du nicht in die Wüste? Ja, ich habe dann festgestellt, dass es einfach schon zu spät ist. Ja. Dann dachte ich so, dann laufe ich Schlecht. hier lieber noch ein bisschen rum. Schlecht. Und, So, habe ich noch irgendwas, was ich hier... Ja, ich kann noch... was habe ich denn hier noch? Iridiumerz kann ich noch anlegen. Das geht ja zum Glück schnell. Aber ja, Butch, noch ein Thema? Sehr gern. Ich hatte Corona. Das hattest du. Wie war's? Ja, nicht so geil. Irgendwie nicht, ne? Also, weil krank sein ist halt nicht so geil. Ja, das stimmt. War, Also empfiehlst du nicht weiter, ne? Nee, 1 von 5 Sterne. Wenn ich könnte, würde ich gar keinen Stern geben. 1, Ja, verstehe. Nee, gar nicht cool. Also ich hatte zwar leichten Verlauf, würde ich behaupten. Ja, ne? Also ich habe jetzt nicht irgendwie übelst durchgehangen oder so. Aber ich war halt schon krank. Also so mit Kopfschmerzen, Halsschmerzen, Husten vor allem. Beschwerden, Husten habe ich halt immer noch so ein bisschen. Ne? Ja. Was hatte ich noch? Ja gut, Schnupfen, Nase laufen, genau. So ein Shit. Und ist gar nicht so schlimm, wie die da oben sagen, ne? Ja, ist ja nur ein normaler Schnupfen, ne? Ja. Nee, ach, keine Ahnung. Es war halt so... Also ich war jetzt nicht so am Tag, wie man das so vom anderen Kranksein kennt, so nach dem Motto, ich hänge halt voll durch und würde am liebsten den ganzen Tag im Bett bleiben. Das halt gar nicht. Aber einfach die Symptome waren halt trotzdem scheiße. Also... Ja. Wie gesagt, so Husten, Schnupfen, also gerade die Halsschmerzen, Schluckbeschwerden, die haben mich einfach fertig gemacht, Alter. Oh, das glaube ich, das mag ich auch immer nicht. Das ist ganz Also klar, wer furchtbar. mag das schon, aber es ist halt wirklich so unglaublich nervig, weil du es die ganze Zeit halt merkst, Ja. ne? Wenn du irgendwie schlapp bist und so, ist okay, legst dich ins Bett, bla bla bla. Ist auch nervig, aber auch Kopfschmerzen und so weiter sind ja einfach immer nervig. Aber Schluckbeschwerden, das heißt, du kannst ja nicht mal vernünftig essen und trinken, sondern hast auch dabei die ganze Zeit Schmerzen. Und das macht es halt einfach noch schlimmer. Oh ja, hasse ich. Absolut. Nee, deswegen, das war echt übel. Ja, Nicht empfehlenswert. ansonsten, ja, Quarantäne halt, ne? Und Quarantäne ist halt echt ungünstig, ne? Also du darfst ja halt echt gar nichts machen. Da war zum Beispiel, Rike war beim Einkaufen dann, also Rike durfte vor mir wieder aus der Quarantäne raus. Und dann war sie irgendwie einkaufen und ich habe dann so geschrieben, ja, okay, ich komme dann runter und helfe dir halt beim Reintragen und so. Und sie hat dann gesagt, das darfst du gar nicht. Und ich so, scheiße, stimmt, das darf ich gar nicht. Also, ja, du darfst ja echt die simpelsten Sachen nicht, du darfst halt nicht raus. So. Ja, das ist halt echt kacke. Also, ja, ungünstig. Ich weiß noch, am Anfang der Pandemie, wie halt wirklich so gut wie niemand draußen war und die Leute das halt wirklich mehrere Wochen durchgezogen haben und wenn man dann doch irgendwie mal raus musste und sich so ganz heimlich so rausgeschlichen hat und dann draußen irgendwie der Alexanderplatz war halt leer. Also da war wirklich niemand. Es war verrückt. Ja. Es war wirklich echt verrückt. Ja, nee, aber ansonsten, ja, was halt auch krass war, Gesundheitsamt und so, ne? Also PCR-Test wurde gemacht, ne? Der war natürlich positiv und dann hat mein Hausarzt halt mich angerufen und hat gesagt, hier, ne, ist positiv. Alles Weitere macht halt das Gesundheitsamt, ne? Also wird gemeldet Nächste und dann Gesundheitsamt. So, und ich so, ja, cool. Dann dachte ich so, okay, die werden mich ja dann irgendwann anrufen und so und nö. Also, mich hat einfach niemand angerufen, wo ich mir denke, okay, wahrscheinlich sind die halt auch einfach gerade dolle beschäftigt, ja, gut.
Aber mein Quarantänebescheid oder eben den genesenen Bescheid, wie auch immer, also die Post quasi vom Gesundheitsamt, die habe ich halt auch, warte mal, jetzt muss ich überlegen, 2 oder 3 Tage vor dem Ende meiner Quarantäne bekommen. Oh. Okay. Und also die Sache ist halt die sind beschäftigt und bla und ne, aber rein theoretisch, wenn du es auf die Spitze treibst, hätte ich ja trotzdem noch draußen umherlaufen können. Wenn ich jetzt kein Arschloch wäre. Weil du sollst dich laut Verordnung, laut Gesetz nur in häusliche Isolation möglichst begeben. Ne? Aber ja, das heißt, du darfst ja eigentlich trotzdem noch raus. Bis dir halt das Gesundheitsamt sagt, du darfst jetzt nicht mehr raus. Wenn das Gesundheitsamt aber nicht hinterherkommt, kann es mir nicht sein, dass ich nicht raus darf und dann dürfte ich normalerweise raus und könnte dieses Virus weiter verbreiten. Ja, da einerseits so, das da müssen halt so ein bisschen Prioritäten zum einen gesetzt werden, aber eigentlich auch am gesunden Menschenverstand appelliert werden, den aber halt einige vielleicht auch einfach nicht haben. Ja, vor allem muss das doch alles mal irgendwo so ein bisschen, muss da doch mal langsam Routine reingekommen sein in die ganzen Abläufe. Sodass die Leute rechtzeitig halt Bescheid kriegen, ey, sobald dein PCR-Test da ist, wird das halt rübergeleitet ans Gesundheitsamt und dann wird vielleicht nicht unbedingt per Brief, aber vielleicht gibt es da eine, weiß ich nicht, irgendwie eine andere Möglichkeit noch, dich zu erreichen und dass du dann den Quarantänebescheid eben sofort bekommst. Du brauchst ja auch einen Bescheid dafür, dass du dich in Quarantäne begeben sollst. Ja. Das muss ja ausgesprochen werden, so. Ja. Ich raff das nicht. Nach 2 Jahren, dass das einfach immer noch nicht funktioniert. Ja, das ist für mich unbegreiflich. Wirklich. Ich finde es auch echt seltsam. Iridium. Jetzt haben sie es ja so gut wie aufgegeben mit der ganzen Kontaktverfolgung. 5 Iridium-Barren sind fertig. Also kannst du dein nächstes Tool dann verbessern. Stimmt, könnte ich machen. Dann solltest du das nächste Folge unbedingt machen. Ich müsste sowieso mal irgendwas noch aufwerten. Ich habe halt noch irgendwas Kupfer. Ja, mein Spitzhacke ist noch Kupfer. Ich werde uns, glaube ich, einfach mal, weil ich es kann. Obwohl, warte mal. Ich einfach mal Eisenbarren mitnehmen. Ist unser einer Schuppen? Doch, der ist ja auch verbessert, ne? Ich glaube, ich werde mal nämlich Robin anrufen. Und ich glaube, ich werde morgen mal, also in der nächsten Folge dann, werde ich mal einen neuen Fischteich noch in Auftrag geben. Ja, das können wir auch noch machen. Bau-Upgrade. Ich will auf jeden Fall eine Eisenspitzhacke in Auftrag geben. Das mache ich. Weil ich meinen Fischteich, was ist das? 5000 G, 200 Stein, 5 Seetang, 5 Grünalgen. Das ist doch. Ansonsten habe ich das Gefühl, dass ich einfach nichts gemacht habe in dieser Folge. Es ist auch schon 23:30. Jetzt noch mal kurz angeln. Das war's dann auch schon wieder. Ja. Ich habe echt lang nicht mehr Stardew Valley gespielt. Ja. Habe ich das Gefühl. Geht mir aber absolut genauso. Das ist total komisch. Ja, man muss bedenken, oh shit, na egal. Wir hauen jetzt nur noch eine Woche. Stimmt. Eine Woche pro Tag hauen wir raus. eine Woche pro Folge. Was hat er denn hier schon wieder gemacht? Hat er seine Kupferhacke wieder nicht unter Kontrolle gehabt? Ich habe tatsächlich noch einen Fisch dran, das ist schön. Nehmen wir auch noch mit. Und dadurch ist ja, also gerade der Stardew Valley Output ist ja quasi um die Hälfte. Ja. Der ist halbiert. Verringert. Halbiert, sag ich ja. um die Hälfte gestiegen. Ach, keine Ahnung. Was sind denn eigentlich meine Tools, Alter? Ach, hier. Ich habe die richtig krass in meinem Haus gelagert. Das sind aber so regnerische Folgen, ey. Wenn mal wieder gutes Wetter ist hier, dann kommst du im Spiel auch automatisch so, hast du auch automatisch mehr Lust. Aber es regnet ja die ganze Zeit. Genau wie draußen, ey. Das ist so ein schlechtes Wetter die ganze Zeit. Das stimmt, Alter. Den einen Tag, als es so krass gestürmt hat, ne? Ja, es regt mich total auf. Bob, wirklich. Ich finde das 5.000, doch mal 5.000. Oh, wir brauchten noch einen Kaktus für Emily. Ja, das waren aber die Iridium-Kaktusfrüchte, die ich aus der Wüste mitgenommen hatte. Und da wusste ich noch nicht von der Quest. Ja, okay, muss ich mal gucken, ob wir noch normale Kakteen haben. Oder Kaktusse.
Kaktusfrüchte. Geht ja so. Stimmt. Kaktusfrüchte. Gut. Okay. Schön. Leute, das war's. Schon. War lustig. Wir waren in der Schädelmine. Das hat Spaß gemacht. Ja. Ich hatte Corona, hat nicht so viel Spaß gemacht. Das stimmt. Wir können ja in den Was Kommentaren einen Ask Me Anything machen. Ich hatte Corona, Ask Me Anything. Genau. Fragt Bob einfach, was er stellt ihm Fragen über Corona. Egal was. Muss auch nicht um Corona gehen, ne? Er sagt ja Ask Me Anything. Stimmt. Könnt ihn alles Mögliche fragen. Ja. Die schönsten Fragen kriegen ein Herz. Okay. So. Und ihr könnt uns auch ein Herz geben, indem ihr einfach ein Like da lasst, ein Abo da lasst und die Glocke aktiviert. So. Das war's. Glaube ich. Fehlt noch irgendwas? Nö. Nö, ne? Folgt uns auf Facebook. Ihr Boomer. Ja. Tschüss. Tschüss.